Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So now Paul is saying you've been called to live in peace. If the unbeliever wants to go, don't fight, let him go. You're free. Paulus sagt, ihr seid dazu berufen, in Frieden zu leben. Wenn der Ungläubige gehen will, dann kämpfe nicht, sondern lass ihn gehen. Du bist frei. Now look what he's saying in verse 16. Schau, was er in Vers 16 sagt. And wives, for all you know, you could one day lead your husband to salvation. Ihr Ehefrauen, wer weiß, ob ihr euren Mann nicht eines Tages zum Heil führt? Or husbands, how do you know for sure that you could not one day lead your wife to salvation? Und ihr Ehemänner, woher wisst ihr, dass ihr nicht eines Tages eure Frau zum Heil führen könntet? So basically, Paul is just summing up everything he's just said. Im Wesentlichen fasst Paulus also alles zusammen, was er gerade gesagt hat. Don't fight, live in peace, don't try to get away from your non-Christian husband. Streite dich nicht, lebe in Frieden, versuche nicht von einem nichtchristlichen Ehemann wegzukommen. Because you might actually lead them unto salvation, so don't try to get away from him. Du könntest ihn nämlich tatsächlich zum Heil führen, versuche also nicht von ihm wegzukommen. Because what happens? Denn was geschieht? Many times when you come to Jesus, suddenly you realize Häufig ist es so, dass wenn du zu Jesus kommst, erkennst du plötzlich, that now you and your unbelieving spouse, you live in two different worlds. dass du und dein ungläubiger Ehepartner in zwei verschiedenen Welten leben. And many times, this is when people want to get away from their spouses. Das ist oft der Punkt, an dem die Leute von ihrem Ehepartner weg wollen. Because they realize, my goodness, he lives in one world, I live in another world. Weil sie feststellen, meine Güte, er lebt in einer Welt und ich in einer anderen. And then they find a beautiful Christian in the church that lives in the same world. My goodness, life would be better with them. Dann finden sie einen schönen Christen oder eine schöne Christin in der Gemeinde, der oder die in der gleichen Welt lebt. Ach du meine Güte, mit ihm oder ihr wäre das Leben besser. And then Paul says, don't do that. Doch Paulus sagt, tu das nicht. Because you don't even know what's going to happen. Denn du weißt nicht einmal, was passieren wird. But if he wants to, let him go. Doch wenn der Partner das will, lass ihn gehen. So let's continue. Machen wir weiter. In verse 17. Mit Vers 17. May all believers continue to live the wonderful lives God has called them to live. Mögen alle Gläubigen weiterhin das wunderbare Leben führen, zu dem Gott sie berufen hat. According to what he assigns for each person, for this is what I teach to believers everywhere. Nach dem, was er jedem Einzelnen zugedacht hat. Denn das ist es, was ich die Gläubigen überall lehre. Now, we can't really talk about this verse because it is completely senseless out of the context. Wir können nicht wirklich über diesen Vers reden, weil er aus dem Kontext herausgenommen völlig sinnlos ist. So we're going to read the context for it to make very much sense. Wir müssen also den Kontext lesen, damit er wirklich Sinn macht. Look what he says. Schau, was er sagt. If when you were called to follow Jesus you were circumcised, it would be futile to try to undo circumcision. Wenn ihr zum Zeitpunkt eurer Berufung in die Nachfolge Jesu beschnitten wart, wäre es sinnlos, die Beschneidung rückgängig machen zu wollen. And if you were called while yet uncircumcised, there is no need to be circumcised. Und wenn ihr berufen wurdet, als ihr noch unbeschnitten wart, braucht ihr euch nicht beschneiden zu lassen. So basically what Paul is saying, look, whatever state you were in when you got saved, don't try to go back and undo your past. Im Wesentlichen will Paulus damit sagen, schau, egal in welchem Zustand du warst, als du gerettet wurdest, versuche nicht, deine Vergangenheit ungeschehen zu machen. It is for me, I don't even know what to say. It's so sad. Für mich ist es so, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Es ist so traurig. You know, how people over and over and over again try to undo their past. Wie Menschen immer und immer wieder versuchen, ihre Vergangenheit ungeschehen zu machen. Look, Schau, I remember many, many years ago when the Lord said this to me. ich erinnere mich, wie der Herr vor vielen, vielen Jahren Folgendes zu mir sagte. Reinhard, you cannot change your past, but you sure can redeem it. Reinhard, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst sie erlösen. Redeem your past. Erlöse deine Vergangenheit. You know, people who are always trying to undo the past, they never live in peace. Menschen, die immer versuchen, die Vergangenheit ungeschehen zu machen, leben nie in Frieden. They never live in victory. Sie leben nie im Sieg. They kind
of live like they are victims of their past, but of course you are not. Sie leben so, als ob sie Opfer der Vergangenheit wären, aber das sind sie natürlich nicht. And this is exactly what the Apostle Paul is trying to help us to understand. Genau das versucht uns der Apostel Paulus zu vermitteln. Whatever happened to you in your past, when you came to Jesus, now everything starts new. Don't worry anymore about your past. Was auch immer dir in deiner Vergangenheit widerfahren ist, wenn du zu Jesus kommst, beginnt alles neu. Mach dir keine Sorgen mehr über deine Vergangenheit. It doesn't matter what your background was. Es spielt keine Rolle, was dein Hintergrund ist. Don't try to change it. Don't try to go back and undo it. Versuche nicht, die Vergangenheit zu ändern. Versuche nicht, sie ungeschehen zu machen. I love so much how he says, verse 19. Ich finde es so toll, was er in Vers 19 sagt. Your identity before God has nothing to do with circumcision or uncircumcision. Deine Identität vor Gott hat nichts mit Beschneidung oder Nichtbeschneidung zu tun. What really matters is following God's commandments. Was wirklich zählt, ist, Gottes Gebote zu befolgen. You see, we have to live by the law, Reinhard. Siehst du, wir müssen nach dem Gesetz leben, Reinhard. Of course. Natürlich. But what's the commandment of God? Aber was ist das Gebot Gottes? If you take verse 19 into the context of the whole teaching of the New Testament, Wenn du Vers 19 in den Kontext der gesamten Lehre des Neuen Testaments stellst, you will find out that there are two commandments that we have to obey. wirst du herausfinden, dass es 2 Gebote gibt, die wir zu befolgen haben. The first commandment we have to obey is we have to believe in Jesus Christ, and the second one is we have to walk in love. Das erste Gebot, das wir befolgen müssen, ist, an Jesus Christus zu glauben. Und das zweite, in der Liebe zu wandeln. So Paul is saying, rather than trying to worry about your past and try to fix that, Paulus sagt also, anstatt dich um deine Vergangenheit zu sorgen und zu versuchen, sie in Ordnung zu bringen, understand none of it is any value. What truly has value is to walk in love and to believe in Jesus Christ. solltest du verstehen, dass das alles keinen Wert hat. Was wirklich Wert hat, ist, in der Liebe zu wandeln und an Jesus Christus zu glauben. So what would be happening Was würde passieren, if every Christian says, I need to focus on two things, live in intimacy with Jesus and walk in perfect love? wenn jeder Christ sagen würde, ich muss mich auf 2 Dinge konzentrieren, in Intimität mit Jesus zu leben und in vollkommener Liebe zu wandeln? You would be in so much more peace. Wir hätten dann viel mehr Frieden. We would judge each other so much less. Wir würden uns gegenseitig viel weniger verurteilen. We would not be victims of our past any longer. Wir wären nicht länger Opfer unserer Vergangenheit. This is how the Lord desires us to live. Der Herr möchte, dass wir auf diese Weise leben. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.